Oh, here we go. So, hi. You have questions about the Haka? Ja, also hallo, du hast Fragen über den Haka. Ja, hallo. Ja, es gibt ja im Oktober ein Wochenende bei der Renate. Da geht es über Haka. Aber, Du musst immer Pause machen. So in October there is a Haka weekend at our place. Ja. aber was ist Haka? Ist es ein Tanz? Ist es Meditation oder ist es eine Gebetsform? Und woher kommt Haka? So my first question is, what is it? What is Haka? Is it a dance? Is it a meditation? Or is it a kind of a prayer? And where does it come from? So the Haka is traditionally performed by Polynesian groups of people. Also traditionellerweise kommt das aus dem polynesischen Raum. So that's the Pacific Island people like Tonga, Samoa, Hawaii. Also Hawaii, Tonga, Polynesien, Fiji. They call it different things, but basically it's a Haka. Samoa, I think they call it Sasa. In Samoa, glaube ich, heißt Sasa, aber in all diesen Ländern im Pazifik gibt es Haka. Okay. So it's the European, when they first saw it as choreographed dance, you know, everybody's moving the same. Also wie die Europäer das zum ersten Mal gesehen haben, haben sie gedacht, es sei ein Tanz, weil einfach die Leute sich gleichmäßig bewegt haben. But it's not exactly, you're not dancing. You're using the movement to express a potency of emotional energy that you're feeling. Also es ist aber nicht wirklich ein Tanz, sondern die Bewegung wird dazu verwendet, dass man Emotionen und das Potenzial, was dahinter liegt, ausdrückt. Okay. So, an example, the meeting house you see behind me, to welcome visitors that have never been there before, we would perform a haka to welcome them on. Also zum Beispiel das, was du da jetzt im Hintergrund bei ihm siehst, ist einfach ein Gemeinschaftshaus, wo Haka abgehalten werden, wenn jetzt zum Beispiel jemand Neuer kommt. Okay. Okay. If when like some of my grandchildren go to university and they graduate, at graduation, we would do a haka for them. Und zum Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt seine Enkelkinder einmal die Uni absolvieren, dann wird zum Abschluss ein Haka gemacht, um sie zu feiern. Ja, directly at the ceremony at university. Yep. It makes the university graduation period a long day because every family does it for every family. Also es ist so, dass diese Uni-Abschlüsse total lang dauern in Neuseeland, weil einfach jeder, der abschließt, bringt seine ganze Familie mit und die machen dann einen Haka eben zu Ehren von dem Kind. Bei jedem Einzelnen, nicht dann in Gesamt, sondern okay. Not in common, but for every single family, everyone brings like, their family and they do the Haka. My daughter gets up, then all my family will get up to a haka. Okay. Ja, also wenn zum Beispiel seine Tochter graduiert hat, da ist dann die ganze Familie angerückt und die haben alle dann dort einen Haka gemacht. Then another daughter, somebody else's daughter would get up and their family would do a haka. Und es ist bei jedem so, wenn eine andere Tochter graduiert, dann bringt die ihre Familie mit. Because it becomes then an expression of celebration and joy. Es ist ein Ausdruck von Feier und Freude. She has a question in between. Ob der Haka, ob das eine bestimmte Länge ist oder? Okay, if the Haka has a special length, or is it always the same one? No, every family have, every tribe, every meeting house, they have their own haka. There's thousands of haka. Okay, es gibt tausende von Hakas, jede Familie, jede Gruppe, jeder Treffpunkt hat eigene Choreografie. Okay. And it's like often people just perform something that they know, because not all of us were raised as Maoris. Again, please. So a lot of haka people do is because they do a haka that they know, they're familiar with. Okay, aber viele Leute machen einfach einen Haka, den sie kennen. Not all of us were fortunate enough to be raised in this environment. Okay, weil nicht alle Maori wirklich
damit aufgewachsen sind und das sozusagen Intus haben, sondern die lernen dann einfach ein- und auswendig. Okay, okay. The Haka that I teach in the class is one that is taught to all children at school. Also den Haka, den er unterrichtet im Kurs, ist ein Haka, den alle Kinder in der Schule lernen. Mhm. When I was a boy, so this was the common Haka. This is the one all sports people learned to do. Also das ist auch der Haka, den er in der Schule gelernt hat und auch wenn es jetzt Sportveranstaltungen gibt oder so, das ist der bekannteste, den alle kennen. Mhm. And you can guarantee that any New Zealander, any Kiwi that meets up anywhere in the world will know the Kamate Haka. Also der Haka heißt Kamate und der ist einfach weltweit bekannt. Also du kannst, egal wo du einen Maori triffst, den Kamate Haka wird er Okay. kennen. Mm. So it's common, it's simple. It takes when you do it, it's only for 1 minute. Also der ist kurz, er ist bekannt, er ist einfacher, dauert ungefähr 1 Minute. Ah, okay. Mm. Okay. So, Die nächste Frage. ja, next question. Für was oder für wen ist Haka? Also wer kann das jeder machen, ob alt, ob jung und was bewirkt oder hilft der sogar für irgendetwas? Okay, so for whom is a Haka and what is it good for? What does it cause and might it even help? Oh, for me, when I first started watching Haka, you could feel the energy of it. Also wie er begonnen hat, sich Hakas anzuschauen, konnte man einfach die Energie spüren, die dahinter liegt. But like when I started looking at the words really didn't relate to what we were doing the Haka for. Okay, und dann ist es aber so, also er spürt die Energie der Bewegung, aber die Wörter, die gesprochen werden, die passen dann nicht zu der Energie dazu. So for me, you could have nonsense words Also für mich kann der Text einfach Blödsinn sein. Okay. because it's actually not about the words so much as about the expression of the emotion that you carry. Also es geht nicht um das, was die Worte sagen, sondern es geht darum, welche Emotion du mit dem Haka ausdrückst. Und das ist unabhängig von den Wörtern. Warum spricht man dann dazu? Why are there words? Well, how do we express sound? Also wie würde man sonst Sound, Geräusch ausdrücken? Ah, okay. And words have magic. Und Wörter haben Magie. Aber uns nicht zusammenpasst. Even if it's not matching. Yeah, because it's the energy that you carry behind those words that's really the magic, isn't it? It's the intention. Okay, also es geht um die Intention, die dahinter liegt und nicht um diese Wörter. So when I first came to Europe, people said, "Oh, will you teach Haka?" Also wie er das erste Mal nach Europa gekommen ist, haben die Leute zu ihm gesagt, würdest du nicht den Haka unterrichten? And it was no, not going to do that. Und ja, da war das abgelehnt und gesagt, nein, das macht er nicht. But I got invited to talk about the stuff that I do. And I was in Budapest, and a lady was showing me. She loved the Haka. She said. Okay, also er war mal in Budapest eingeladen und er hat dort eben seine Kurse präsentiert und dann war dort eine Frau und die hat gesagt, sie liebt den Haka. And she said, "Oh, we learned from a man who went to Hawaii to learn kahuna." Aha. Und dann da war eben eine Frau in dem Kurs und er hat gesagt, also ich liebe den Haka und ich war auf einem Kurs in Hawaii und da hat mir jemand Kahuna beigebracht. And he's German. Mhm. And Aber he der war Deutscher. and he heard about Haka, so he learned Haka while he was in Hawaii. Also das war eben ein Deutscher und der hat in Hawaii Kahuna unterrichtet und hat dann dort aber auch sich den Haka angeeignet und der unterrichtet den jetzt. And she said, "I have a video of the class and how what." And she showed me this video. And Und it dann was hat like, sie, continue. it was like, oh my God, okay, I have to teach this. This is not right. Und dann hat er praktisch gesehen, wie ein Deutscher, der nur kurz den Haka gelernt hat,
sich jetzt praktisch anmaßt, ihn zu unterrichten. Und das war dann der Grund, dass er sich entschlossen hat, dazu, also gut, ich mache das jetzt. Okay. So there were just a lot of adults standing around a table, making silly waving actions with no energy, with silly loud noises and ugly faces. Also für ihn war das auf diesem Video, was er gesehen hat, einfach nur Erwachsene, die komisch herumstellen und irgendwelche Geräusche machen. Okay. Aber es war keine Energie dahinter. Which really makes a mockery of our culture, really. Ja, also das ist praktisch nur ein sich lustig machen oder ein lächerlich machen der Kultur, die dahinter steht. And so for me, Europeans in Europe, you're taught to flatline all your emotions, how you feel. Also er hat in Europa wahrgenommen, dass einfach die Emotionen der meisten Leute so auf Flatline gehen. Not with her. Yeah, good. So, but and this is what happens though. And then when people see a haka, they go, wow, because they know something else is possible. Und they wenn dann don't- einfach, wenn dann Leute den Haka sehen, dann sehen sie, was für Emotionen wirklich möglich sind. And so for me, it's like, okay, what would happen if you gave yourself permission to dig deep and to express those emotions before they create sickness, before they create dis-ease? Also, wie wäre es, wenn wir uns die Erlaubnis geben, tief zu graben und Emotionen zuzulassen, bevor sie Dis-ease erzeugen? Also auf Englisch, Krankheit ist Dis-ease und das ist praktisch das Gegenteil von Ease, von Leichtigkeit. So, because like cancer is just buried, suppressed anger. Also zum Beispiel Krebs. Krebs ist einfach unterdrückter Ärger. Ärger. So, and when you flatline everything, you have to bury it, you have to suppress it. Und wenn man einfach den Emotionen keinen Raum gibt, dann muss man das unterdrücken. Ja? So. Also jetzt haben wir But- eine, I think, das ist jetzt die dritte Frage praktisch. Meine dritte Frage wäre, warum ist es dir ein Anliegen, Haka nach Österreich zu bringen und uns näher zu bringen, weil wir fahren auch nicht wohin Schuhe platteln, aber es ist schon ein bisschen Okay, beantwortet so eigentlich. the next question you have answered already, because the next question was why you are offering the Haka in Austria. But Yeah. but you mentioned that, so you told that Cool. already. So Okay. Yeah. the one of the things that helps is when you suppress something that is natural, it comes out in unnatural ways. Was noch wichtig ist, was er sagen möchte, ist, dass wenn man was unterdrückt, was natürlich ist, dann kommt es auf unnatürliche Art irgendwo anders hoch. Okay. So by learning to be willing to express and actually acknowledge, fuck, I'm angry. Also wenn man einfach wirklich erlaubt, sich selbst einzugestehen, okay, ich bin jetzt einfach grantig, That anger no longer owns you. You acknowledge it and you can let it go. dann der Anger owns you, dann übermannt dich der Ärger nicht, sondern dann bist du nicht vom Ärger besetzt, sondern du kannst ihn selber steuern. Because when you suppress anger, what happens? It's there all the time. You're constantly trying to hold it down. Hello. Frozen. Yeah, one of us is frozen, but mine. Now is- you're back now. Mm, Okay, so we have the next question. yeah. Da wurde ein junger Mann am Flughafen mit einem Hacker begrüßt. Mm-hmm. So she had a look at the Haka video on YouTube, and there was a young man coming home, and it was on the airport, and he was welcomed by Haka. Yeah. Und ich war so berührt, dass ich habe sogar weinen müssen. Aber warum ruft es so viele Emotionen hervor? Und passiert das viele Menschen? Hast du da Erfahrung? Okay, and when she was watching the movie, also this Video. Haka,
this video, she was so touched that she had to cry. And the question is, why is that? That this brings up so much emotion, and if it also is like that with others. Because what are they expressing? Was drücken die mit dem Haka aus? Was wurde da ausgedrückt? They're expressing emotion. It was joy and welcome back. Yeah. And so the tears that you were feeling were their tears of joy. Also die Tränen, die du geweint hast, oder die Emotionen, die du gespürt hast, war Freude. Das war diese Wiedersehensfreude, dass sie den wiedergesehen haben. Your body's reaction to their joy. And it's totally energy. Also es war einfach die Reaktion deines Körpers auf die Freude, die da ausgesendet worden ist. Ja. And you'll feel the difference between somebody doing haka from joy and gratitude and welcome to one of fuck off. Und du We're wirst gonna ganz eat you. genau den Unterschied merken, wenn jemand einen Haka eben aus diesem Grund macht, Freude, oder wenn einer sagt, ich mache jetzt den Haka, weil ich bin scheiß drauf. Okay, das ist dann Männer. She said this will be hers. Yes, you'd feel it. Definitely feel it. Yeah. And we do this in class, and you can actually notice the energy shift and change. Even the horses notice this energy shift and change. Also du wirst das in der Klasse im Kurs merken, weil da machen wir Hakas mit verschiedenen Emotionen dahinter. Okay. Also das dürfen wir dann an dem Wochenende erleben, wir eine Bandbreite von Emotionshackers. Okay, so during this weekend there will be a big variety of Hakas with different emotions. Absolutely. You get to explore it all, and you get to release and express. Also du kriegst die Möglichkeit, es auszuprobieren und dann vor allem es loszulassen. So for me, we use the haka in class not to teach you to be a Maori, okay? Also der Haka, den er unterrichtet in der Gruppe, da geht es nicht darum, dass du ein Maori wirst und wie ein Maori einen Haka machst. It's just a tool to let you feel and express the emotions that you have buried deeply in a safe and protective manner. Yeah. Also ja, er verwendet den Haka als Werkzeug, dass die Leute in der Lage sind, tiefsitzende Emotionen in einer sicheren Umgebung loszulassen. And we do body process work with that to help and release stuff. Deswegen gibt es auch den Body Process, also Körperprozess vorher, damit das leichter funktioniert. Und ich meine, das ist jetzt wieder die 5. Frage eigentlich schon gegeben. Was passiert? Also Okay, we're always ahead of her questions, because the 5th questions would have been, so when you're giving this class in October, what did you write? Can you? Da im Oktober auf Redatis Farm am Wochenende im Zeichen von Haka stattfindet, Okay. was wird dann aber gelehrt? What actually do you teach during this weekend? Really to acknowledge that you feel something, you have an emotion. Also wirklich, dass du anerkennst, dass du was spürst, dass du Emotionen hast. Feel it, and then let it go. Und dann lass sie los. Und die Leute lassen sie da in die 2 Tage auf das sicher ein, oder And, dann die heimgehen und sagen, and do people really allow that to happen, or are there also people who say no thank you and leave? They don't leave, but we've had one lady who did 4 haka classes before she could actually do haka. Also die Leute gehen nicht unbedingt, aber es ist schon öfters passiert, dass manche mehr als einen Kurs brauchen. Eine hat 4 Kurse gebraucht, bis sie dann tatsächlich sich getraut hat, den Haka zu machen. okay. Because she really did not want to look at the anger that was causing her cancer. Weil die eine Frau, die war einfach noch nicht bereit, wirklich den Ärger anzuschauen, der ihren Krebs verursacht hat. Okay. Und beim 4. Kurs dann schon? But with the 4th class she did. Afterwards, yeah. Was ist dann passiert mit ihr? And what happened to her? She beat the cancer. Sie hat den Krebs besiegt. Mhm. Wow. Okay.
Die nächste Frage ist, also wie ich mir das Video angeschaut habe von den Hacker, habe ich das nachher meinem Mann gezeigt. Okay, so she had a look at the video, the Haka video on YouTube, and she had been so impressed, and then she showed to her husband. Und der hat eigentlich nur diese Grimassen gesehen, das und nichts, was dahinter steht. And he just saw the ugly faces, and he didn't feel the thing behind it. No. Und was macht man dann? Erklärt man dann oder lächelt man und lässt die Menschen im Raum stehen oder was macht dann Sinn? So what do I do when I show it to someone and people respond like that, so that they just don't get the emotion behind? What do I do? Just go, wow, interesting. Du sagst einfach, aha, interessant. Okay. Because what's happening is, remember that you're not allowed to feel that. You're not allowed to be that. Denk dran, dass genau das, was da ausgedrückt wird, wurde uns verboten, dass wir das spüren. Ja? Uns wurde das ja aberzogen, dass man Emotionen zeigt. And so many people like disassociate from their feelings, and if they're watching something that's bringing those feelings up, they totally disassociate from what they see. Also viele Leute sind einfach dissoziiert und können das nachher dann nicht wahrnehmen. Thema. Good topic. Yeah, absolute. But I mean, we had a class in Russia where we showed the ladies from the rugby team that just beat France, and they did a haka. Also er war jetzt in Moskau und da haben sie gab es auch einen Hackerkurs und da er zeigt immer vor dem Hacker auch also Videos und da haben sie den Hacker gezeigt von dem Footballteam. Damen. And there were many ladies and were totally stunned. Also da waren viele Frauen bei dem Kurs in Russland und manche, die waren total verblüfft. Two ladies said they didn't even realize it was women doing the haka. They disassociated so badly. Und die zugeschaut haben, die waren so dissoziiert, dass sie nicht einmal mitgekriegt haben, dass der Hacker von Frauen gemacht wird. Okay. I mean, you know, that's really stepping back and well, no. Ja, das einfach so, die waren dann so abgetrennt, dass sie dann einfach sagen, nein, das ist gar nicht möglich, das gibt es gar nicht. Und haben die dann mitgemacht oder was war da mit denen? And afterwards did they join? Oh yeah, they stayed for the class. Ja, die sind für den Kurs geblieben. And they joined in, and they were the last ones wanting to leave. Ja, die sind geblieben und es waren dann auch die als letztes gehen wollten. Ah, cool. Because all the way through the class, what happens is something comes up, we stop and we talk about it. Also im Kurs ist es so, wenn irgendwas auftaucht, also das ist auch erwünscht, dass wenn was aufkommt, dass man das dann teilt und es wird dann im Kurs bearbeitet. Okay, bearbeitet. So, how do you work on that when something comes up? We talk about it, we look at it, we get you to feel and look behind what's that block. Also bearbeiten heißt, wir schauen hin, wir reden drüber und schauen einfach, dass das gehen darf. Okay. I mean, literally, we had two girls in Cologne screaming. Also in einer Klasse in Köln war es so, dass also zwei Mädchen auch wirklich geschrien haben. Absolutely sobbing. Und geschrien und dann einfach geheult. Und so all kinds of emotions are allowed. Absolut. Ja, Ja. und es gibt einfach keine verbotenen Gefühle. Es ist einfach erlaubt, was hochkommt, ist da und wird gehalten. And the space is held. Yeah. And by the whole class. Ja, und der Raum wird von der ganzen Klasse gehalten. Okay, und wie groß ist so eine Gruppe? Okay, and how many people will participate in a class? As many as we can get. So viele, wie wir bekommen können. But I got this question before, so I think it will be around 10 Yep. here. Yeah. I mean, ideally, you know, we had 18 people in the last class in St. Petersburg in Russia. Also beim letzten Kurs, also jetzt in Haka, in Russland, wo er war, in St. Petersburg, da waren 18.
Mhm. So, when you have more people to a level, there's a greater energy, but also sometimes people get less willing to be seen vulnerable. Also, wenn die Gruppe größer ist, dann ist die Energie stärker, die ausgedrückt wird. Aber es ist auch so, dass in großen Klassen dann manche Leute sich weniger trauen, sich mitzuteilen. Und einmal, was übersehen wird, also dass man Okay, and does it happen that someone is overseen and that the feelings that come up are not seen? Not a chance. Nein, das ist nicht möglich. No. Greg won't miss that. I feel it, and and if I don't, somebody else in class will see and feel and point it out. Also, Greg sagt, er spürt das, und sollte er es tatsächlich nicht spüren, es gibt mehrere im Raum, das kann nicht verschwinden. Also das kann nicht übersehen werden. During that class, I'll even feel that you have a question that you But don't you, want to you, you ask, feel when someone has a question. and that I don't want to ask. Ja, und er spürt auch Fragen, die jemand hat, aber die man sich vielleicht auch nicht fragen traut. okay. Aber er spürt das. Das wäre ja dann eigentlich meine letzte, es ist auf meinem Zettel die letzte Frage, aber die würde da jetzt am besten passen. Wenn du das spürst und siehst, bist du ja unheimlich für Menschen. But if you see and feel that, unheimlich, doesn't it feel scary for some people that you see so much? Always, but that's why they come to class. Immer, aber das ist auch der Grund, warum sie in die Kurse kommen. Some people used to do this to me. Manche Leute haben so das Zeichen Wollen Sie da gemacht. noch? Okay. Die nächste Frage, aber eigentlich dazwischen. Und wann dann dieser Kurs ist bei der Renate im Oktober, wie stelle ich mir so ein Wochenende vor? Wie läuft das ab? Okay, so when I will attend this class in October here, how does it work? When do we start, and what do we do? Well, we come together early, so we come and have breakfast with Renata. Really, do we? No. I missed that one. Yeah. Also er hat gesagt, ja, wir treffen uns früh und wir haben dann gemeinsam Frühstück mit mir. No, we start at 10 o'clock, and we start with a discussion and talking and looking at what it is that brought you here. Also wir fangen ungefähr um 10 an und es beginnt mal mit Gespräch und Fragen, warum die Leute in den Kurs gekommen sind Okay. und was sie hergebracht hat. And you get to see where the logic mind didn't bring you. Und the logic mind didn't bring you. Yeah. Ja, und es zeigt sich dann, warum er da ist und wo einen der logische Verstand nicht hingebracht hat. Okay. Because, I mean, why would anybody in their logical, sane mind spend that much money to stand in a horse training center and shout their lungs out? Also, weil welcher logisch denkende Verstand würde jemanden dann nach Niederösterreich bringen, dass man sich rausstellt in einem Pferdestall und dann sich die Lungen aus dem Hals schreit für diesen Betrag. In Russia, we had people travel 2,000, 3,000 kilometers for a class. In Russland, wo er jetzt war, gab es Leute, die sind bis zu über 3000 Kilometer angereist, um den Kurs zu machen. Oh. One lady brought her disabled daughter on a train from Kamchatka, which is over near China. Okay, sie haben, also bei dem letzten Kurs war ein behindertes Kind und die sind aus der Kamtschatka mit dem Zug gekommen. All the way across Russia to Moscow. Durch ganz Russland durch, bis nach Moskau. Stayed a week and then went home. Und dann sind sie eine Woche geblieben und dann sind sie wieder zurückgefahren. So, there's nothing logical in choosing that.
Also das ist mit Logik nicht zu erklären. But the body knows. Yeah, and even the little girl who was severely disabled was so happy. She was busy showing off how she could stand and she could walk and she was stronger and she was more happy and Und also auch eben dieses das Kind mit starker Behinderung hat sich total eingefühlt und war stolz auf sich und man konnte einfach die Veränderung im Körper sehen. Mhm. Okay. so. Apropos Körper. Okay, about body. Alchemy of Body and Haka, sind das zwei getrennte oder gehört das zusammen? Okay, so Alchemy of the Body and Haka, are they two different things or do they belong together or what's about that and how does it work in class? So alchemy of the body is about the transformation of you. Also Alchemie des Körpers, dabei geht es deine Veränderung, deine Transformation. So alchemy of the body is a space. Alchemie des Körpers ist ein Raum, It's a way of being. ist eine Art des Seins. Haka, the willingness to be all energies, Haka ist die Bereitschaft, alle Energien zu sein, in the alle moment that you Emotionen need zu it. sein. Je nachdem, welche du gerade brauchst. So what happens is when you can express an emotion and let it go, Also, what happens? was passiert, wenn du eine Emotion hast und du kannst sie loslassen? Was passiert dann? What happens to your body when it's not carrying all that heavy gunk of emotion with you? Was passiert mit deinem Körper, wenn der diese Last der Emotionen nicht mehr tragen muss, sondern wenn er die loslassen kann? Wie spürt sich dein Körper dann an? Ich nehme mal leichter. She thinks and she supposes that my body will feel lighter. Absolute. And what happens when you feel lighter? Und was passiert, wenn du dich leichter fühlst? You smile more. Du lächelst mehr. Wahrscheinlich. When Yeah, you most smile more, probably. guess what happens? Und wenn du mehr lachst, was passiert dann? Dann bin ich glücklicher, fröhlicher, leichter. Then I'm more happy and have more ease. Yeah. And what happens when you have more ease? Und was passiert, wenn du mehr Leichtigkeit hast? Dann ist nicht mehr alles so tragisch. Then all the things are not as tragic anymore. Absolute. So you start shining. Und dann beginnst du zu strahlen. What happens when you start to shine? Was ist, wenn du zu strahlen beginnst? Was passiert dann? What happens to your body? Was passiert mit deinem Körper? Das weiß ich noch nicht. I don't know yet. You're smiling. Du lachst. You actually start to smile more and more. Du, You in shine more and Wirklichkeit more. hast du jetzt schon begonnen, mehr und mehr zu lachen und du strahlst mehr und mehr. And then Okay. you start to realize that your life is so different to everybody else around you. Und dann kommst du darauf, dass dein Leben so unterschiedlich ist zu dem Leben von allen anderen rund um dich. Because you no longer exist, you live. Und dann existierst du nicht mehr, sondern dann lebst du. Das ist gut. That's good. Yeah. Jetzt sind wir fertig. Jetzt bin ich geblättet. Now all questions are gone and perhaps can you explain why you combine alchemy and Haka? Vielleicht kannst du erklären, warum du die Alchemie und den Haka kombinierst. So the reason I do, the first class we did no body process. Also den ersten Haka, den er gemacht hat, da hat er keinen Körperprozess dazu gemacht. We didn't focus on the space. We just focused on teaching Haka. Also da hat er nicht auf diesen Raum geachtet, sondern da hat er einfach nur den Haka unterrichtet. And then that was okay. Und ja, das war ganz okay. The second class, we had a lady suddenly hit the wall. I saw her, she wanted to run away.
Und beim zweiten Hackerkurs war es dann so, da ist eine Frau dann wirklich plötzlich angestanden. Es war so, als wäre eine Wand vor ihr und sie ist fast Panik hochgekommen und sie wollte gehen. Okay. And there was almost a fear in her. And so we stopped, I stopped everyone doing the haka and we asked the question, so what is this? What is happening? Und da hat er dann einfach gestoppt und hat gefragt, okay, was ist das jetzt da? Worum geht's? Was ist es? And what was happening was there was an intensity that was coming up inside her, big, Und was that she passiert turned to ist, fear. es ist bei ihr plötzlich eine Intensität mit totaler Angst hochgekommen. So what we did was we went inside, we did a body process, just sitting in chairs, because we didn't have any massage tables. Und zu der Zeit gab es im Kurs dann keine Massagetische, sondern da gab es nur Sesseln und dann hat er aber einen Körperprozess angeleitet, eben auch auf dem Sessel sitzend. And we also created a space so that there's no judgment, no wrongness, nothing needs fixing. Und er hat den Raum eröffnet, dass es eben keine Bewertung gibt, nichts ist falsch und nichts ist kaputt. Es gibt nichts, was man richten muss. Okay. And what happened was she realized that when, ever since she was 3 years old, she had learned to fear intense emotion. Und was hochgekommen ist dann bei der Frau war, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo sie 3 Jahre alt war, also es kam ein Kindheitstrauma hoch, dass sie starke Emotionen total unterdrückt hat und Angst davor gehabt hat. So every time she came to the point where she was either feeling really super happy, super angry, she'd shut down, stop. Also egal, was für eine Emotion hochgekommen ist, also jetzt besonders glücklich oder besonders grantig oder besonders traurig, hat sie einfach zugemacht. So she found it was even limiting her ability to be successful. Und das hat sogar verhindert, dass sie erfolgreich wird. Okay. Man Because darf if she halt got nicht zu sehr sein. if she got too happy, she'd have to stop something. Weil wenn sie, der dahinterliegende Ansatz war, dass wenn sie zu glücklich ist, dann muss es abbrechen. And it all stemmed back to when she was 3 years old, had an argument with her mother, and threw a tantrum and stopped breathing. Also, und die Ursache, die wirklich dahinter lag, war, dass sie mit 3 Jahren einen Tobsuchtsanfall, so einen Wutanfall gehabt hat und dass sie aufgehört hat zu atmen. And she comes conscious with her mother slapping her, trying to get her to breathe. Und sie ist erst wieder zu Bewusstsein gekommen, nachdem ihre Mutter sie einfach geschlagen hat, damit sie wieder zu sich kommt. Because her mother's now totally panicked because her little baby's just dropped dead. Und die Mutter war völlig in Panik, weil die einfach nicht mehr geatmet hat. Natürlich hat sie versucht, sie wieder zu beleben. Und für die Kleine. And then of course, then this story is told and told and told and told and told, reinforced fear, this emotion, fear being so potent. Und natürlich, seitdem sie jetzt dann 3 Jahre alt war, ist diese Geschichte weitererzählt worden, dass immer, wenn sie starke Emotionen gehabt hat, dass man dann die Luft anhält und dann wird man geschlagen und das darf einfach nicht sein. Ja, und dann hat sie es unterdrückt. And then, ever since then she had suppressed it. Yeah. Und seitdem hat sie die Emotionen immer unterdrückt. Und nach dem So after the body process, she was able to get out there and do a real haka. Und nach dem Körperprozess, nachdem das hochgekommen, gesehen worden ist, dann konnte sie den Haka machen. Okay, und die Menschen, die jetzt bei dir noch nie waren und auch noch nie irgendeine Session oder was ist Körperprozess? Okay, and for those people who have never, for those people who do not know what is a body process, You learn it in class. It's also, really simple. also die Frage war für all die, die noch nicht wissen, was ein Körperprozess ist, was ist das? Also, und er sagt, ja, also das lernt man im Kurs und es geht ganz einfach. Yeah. The body process is just, you're just touching the body from a space of no judgment. Also Körperprozess ist einfach, du berührst den Körper aus dem Raum der Nichtbewertung. You know, nothing's broken, nothing needs fixing. Also nichts ist kaputt und nichts muss repariert werden. Okay. And you're just going, hi body, how can I help? Und du sagst einfach zu dem Körper, hallo, wie kann ich helfen? And the body just goes, and let's go. Und der Körper freut sich einfach und lasst los.
Also dann doch ein heilendes Wochenende. So a very healing weekend. Yes, yes, very. Ja, ja, sehr heilend. Sehr empfehlenswert. You would recommend it. I would, but you know, well, actually, I don't know. I know the teacher is a bit of an asshole. So, manchmal ist der Lehrer ein bisschen ein Arschloch, aber But it's not for the faint-hearted. Let's put it that way. es ist nichts für Feiglinge. You know, there's people that sign up for the class and then at the last minute change their minds because they know change is coming. Okay, also es gibt Leute, die melden sich für den Kurs an und melden sich dann ganz kurz vorher wieder ab, weil sie in der Zwischenzeit schon realisiert haben, da geht es um Veränderung. And the thought of change in itself is scary. Und der Gedanke an Veränderung, selbst der Gedanke an Veränderung ist gefährlich. Because what happens is when you let go all of that old crap, Weil wenn du all diesen alten Scheiß loslässt, you have nothing left to define who you really are. dann muss man sich praktisch neu definieren, weil die alte Definition nicht mehr stimmt. Because you can no longer say, oh, I was abused. Weil da kann man nicht mehr sagen, oh, ich wurde ja missbraucht oder oh, ich wurde ja geschlagen. And see, most people define themselves based on their past. Weil die meisten Leute definieren sich nur über ihre Vergangenheit. And not only on their past, but how they feel about their past. Und nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch, wie sie über ihre Vergangenheit fühlen. So suddenly when you've let go how you feel about your past, it's like, who am I? Und wenn man dann aber diese alten Muster loslässt, dann stellt sich die Frage, wer bin ich? And the answer to that question is whoever you want to be. You were frozen, but I think I got it. Also wenn du das loslässt, dann die Frage, wer bin ich dann, wer immer du sein möchtest. Really, you can choose. You create you day to day. Du kannst wählen und du kannst es anders und neu wählen jeden Tag. And you have a question? Das weiß ich dann praktisch nach dem Wochenende, kann ich entscheiden, dass ich mich neu definiere. And after the weekend, I can decide that I'm now defining me newly. Yeah. And enjoy it. Und hast Spaß dran. Super. Danke. You're welcome, so very welcome, Barbara. Yeah. It's really refreshing to have new questions from people. Finde es immer sehr erfrischend, wenn er neue Fragen von Leuten bekommt. And during the classes, I really love it when people ask questions. Und während der Kurse, ich liebe es wirklich, wenn Leute Fragen stellen. Because I don't know what I know until somebody asks me a question. Weil ich weiß nicht, was ich weiß, so wie mir nicht jemand eine Frage stellt. Okay. So even during class, no matter how silly you think the question might be, ask the question. Auch während der Klasse, egal was du denkst, wie dumm die Fragen auch sein mögen. Kann man fragen. Soll man fragen. Very cool. Ja. And you know, if it's October, we have the classes. Ja, it's October. So we have August, September, October. Yeah. So we still have a swap night, maybe still to come, if you talk to Renata. Ja, wir haben den nächsten, also der Kurs ist im Oktober und da ist jetzt noch der September dazwischen, also wir werden schauen, wir müssen uns noch einen Termin ausmachen, aber vielleicht machen wir noch im September einen Termin, dann kannst du zum Swap kommen. If anybody wants to experience that, the space of Alchemy, come along. Also bei einem Swap kann man einfach diesen Raum der Alchemie besonders gut einmal kennenlernen. And yeah, I mean, or you can come and visit me. I'll give you a session. Kann man noch mich besuchen? So I do private sessions as well, one-on-ones. Ich mache auch
Private Sessions, also 1:1. So if we need translator, we organize a translator for that too. Und wenn es so einen Übersetzer Mit braucht dem- dazu, dann Nicht wahr? ja, I will join. Yeah. So yeah. So there's always possibilities to experience and to just Also es gibt Ja, immer das- Möglichkeiten, das auszuprobieren und kennenzulernen. Super, or you danke. just get Renata to give you a session. I mean you get to experience We it. had that already. Yep, cool. Yeah, very cool. So Okay, any so other thoughts, questions, feelings, and emotions? noch irgendwelche Fragen, Gedanken, Gefühle? Dass man Mut braucht. That we or people or I need courage. I don't think so. I think just need to choose. Ich glaube, er glaubt da nicht, er glaubt, dass man einfach wählen muss. Okay. So I have a dear friend in the UK. He teaches a class called BC. Ich habe einen lieben Freund in England, der unterrichtet einen Kurs, der heißt BC, also BC. And Broad he, Consciousness, isn't it? I can't remember. Ich I habe can look it gefragt, up for you. wofür das BC steht, und er hat gesagt, er kann sich nicht erinnern, er weiß es nicht. He's you can find him on Facebook in the Ministry of Inspiration, Richard Wilkins. Also er hat jetzt einen Kurs besucht bei jemandem, der heißt Richard Wilkins, ist in England, und die Seite heißt, glaube ich, das Ministerium der Inspiration. And he talks about, we have this, I call it the story, he calls it the script. Also was der Greg unterrichtet, er spricht immer von einer Story, und dieser Ron Wilkinson spricht von einem Script. Aber es Okay. ist praktisch, it's the same. Es ist Yeah. dasselbe. And it's that voice inside your head that says, no, you're not good enough. You'll never do. You. Und das ist einfach diese Stimme im Kopf, die sagt, du bist nicht gut genug, das machst du nie. Yeah, maybe next time, blah, blah. Vielleicht das nächste Mal. So that's your autopilot. Und das ist sozusagen dein Autopilot. Mhm. When that's talking to you and you're listening to it, you're not choosing. Und wenn du auf den hörst, auf diesen Autopilot, dann wählst du nicht. And when you live with autopilot, your life feels like it's filled with the absence of joy. Und wenn du aber diesem Autopiloten folgst und nicht selbstständig wählst, dann hat dein Leben keine Freude. When you actually start choosing, and here's the question, Aber wenn du wirklich beginnst zu wählen, Barbara, und jetzt if you had the kommt choice, would you choose the absence of joy in your life, also Barbara, würdest du die Abwesenheit von Freude in deinem Leben wählen, oder or would you choose joy? würdest du die Freude wählen? Die Freude. The joy. So, every time you find there's an absence of joy in your life, Und immer wenn du das Gefühl hast, die Freude fehlt in deinem Leben, Dann muss ich die Freude wählen. ask why I'm not choosing. und dann frag, warum wähle ich nicht die Freude? And then what happens is you start to choose differently. Und was dann passiert ist, dann wählst du anders. Okay. And it doesn't take courage. You just have to choose joy. Und das braucht nicht Mut, da geht es nur darum, die Die Freude zu Entscheidung. wählen. Mhm. Because often it's harder to sit in the shit than it is to step out of it. Und es ist oft schwerer aus, in der Scheiße zu sitzen, als rauszusteigen. Okay. So, we just fear change. Wir fürchten einfach die Veränderung. You know, Yeah. anytime there's an adjustment going on in society, we go, oh no, Und immer wenn lions, es eine tigers and Veränderung, bears. immer wenn es eine Veränderung in der Gesellschaft gibt, dann schreien wir auch, um Gottes Willen, Ja. was ist denn das? But then after a while, we get used to it and think, And then another change comes, oh no, 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 no. Und nach einiger Zeit gewöhnen wir uns nachher dann dran, und wenn es dann wieder eine Veränderung gibt, dann geht es wieder von vorn los. Dann geht's wieder, was ist Yeah, das? but people talk about the good old days.
Und die Leute reden immer über die gute alte Zeit, but really, were they? aber wirklich war sie so gut? No. My standard of living is way better than it was when I was a boy. Mein Lebensstandard ist wesentlich anders jetzt als der, wie ich ein kleiner Junge war. So I can't talk about the good old days. Also ich kann nicht über die gute alte Zeit reden. Okay. So when we always tend to look back with rose-tinted glasses. Again, please. We always tend to look back with rose-tinted Ah, ja. glasses. Okay, wir neigen immer dazu, mit der rosanen Brille in die Vergangenheit zu schauen. Das stimmt. Yes, that's true. My computer monitor is bigger than my first 2 TVs. Sein Computerbildschirm ist größer als seine ersten beiden Fernseher zusammen. Oh, okay. Yeah. So, what is the good old days? Wirklich, was sind die guten alten Tage? It's a fantasy. Es ist eine Fantasie. Wir können immer wählen. We can always choose. Absolute. Always. Immer. 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 Okay. So have a wonderful, wonderful day, both of you. Danke. Thank you. And I will put this into YouTube Yeah, in the link there, and I'll send the link to you, and you can share it with people if you want. yes. I might even put it as a post today too. So Also ich werde das heute noch auf YouTube stellen und werde es dann selber posten und uns den Link schicken und wir können es gerne Gerne. verteilen, wo wir. Gern.